Welche Achterbahnen werden 2026 neu eröffnen? Das klären wir heute hier in diesem Video. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Red Video Magazin und einem neuen Video meinerseits, und wir reden heute über die Achterbahnen, die 2026 eröffnen sollen. Und dieses Video fasst alles zusammen, was offiziell bestätigt ist, auf der Rollercoaster Database gelistet wurde. Und ich werde jetzt nicht einfach die RCDB euch vorlesen, sondern das Ganze auch einschätzen, ob Hot oder Flop, macht das Sinn, was erwarten wir da, oder ist das irgendwie nicht so cool oder ist es genial und so weiter und so fort. Das werden wir also gleich machen. Nicht jede Bahn werden wir durchgehen, aber die meisten und relevantesten werden wir auf jeden Fall besprechen. Wenn ihr wissen wollt, was die beste Achterbahn 2025 war, gibt es von mir hier oben ein Ranking zu den besten Bahnen 2025, was wir gemacht haben. Und da könnt ihr gerne auch noch mal reingucken, was ist denn dieses Jahr alles eröffnet worden, was wir gefahren sind und wie war das Ganze im Vergleich mit anderen Sachen, die eröffnet haben. Und ihr könnt auch gerne noch mal in den Holy Shop gucken. Link ist auch in der Videobeschreibung. Holy Energy hat nicht nur Energies, auch Hydrations, Milkshakes oder auch Iced Teas. Und den Classic Iced Tea gibt es jetzt neu bei Holy Energy. Green Tea, Hibiskus oder auch schwarzer Tee. Den habe ich sogar schon probiert. Richtig nice. Einfach mal ein bisschen, ja, back to the roots und Classic. Wenn ihr nicht so was Verrücktes, Fancyes haben wollt, was ihr da natürlich auch findet, könnt ihr auch gerne noch mal auschecken. Und mit Ride 10 bekommt ihr 10% Rabatt auf eure ganze Bestellung. Und wenn irgendwelche Aktionen und Angebote sind, gilt der Code trotzdem. Also checkt das gerne mal aus und deckt euch mit neuen Getränken fürs neue Jahr ein. Was wir das ganze Jahr sonst über gemacht haben, habt ihr hoffentlich auch im Jahresrückblick gesehen. Den verlinke ich euch natürlich auch gerne da oben noch einmal. Und das ganze Jahr 2025 lassen wir da in einem humoristischen Schnelldurchlauf nochmal Revue passieren. Und falls in den Feiertagen und Vorweihnachtsstress ein bisschen untergegangen sein sollte, dass die NYC Grill Tour zu Ende ist, die NYC Grill Tour ist zu Ende. Und die komplette Tour, wo wir mit mehreren Leuten unterwegs waren, Roadtrip gemacht haben und viele verschiedene Meinungen zu den Parks und Achterbahnen mit drin haben, die wir gefahren sind. Das könnt ihr auch gerne mal auschecken, weil ich habe gesehen, dass nicht so viele von euch das gesehen haben, wie das sonst Leute von euch sehen. Sehr witzige, unterhaltsame Tour geworden, aber genug der langen und vielen Worte im Vorfeld. Wir müssen ja jetzt mal gucken, was wird 2026 neu kommen. Falls ich was übersehe, weil ich gerade irgendwo anders mit den Gedanken bin, seht es mir nach und informiert mich in den Kommentaren darüber, was ich vergessen haben sollte. Und im Vergleich zu dem, was 2025 an neuen Achterbahnen gelistet ist, ist der Vorausblick auf 2026 relativ überschaubar, denn wir sehen hier 125 Achterbahnen werden auf uns zukommen. Ashara Goodness of Fire macht den Anfang dieses Videos im BUN Luxury Theme Park. Und das ist ein neues Resort, was gerade in Mexiko entsteht. Von Vekoma ein Switchback Coaster. Und es gibt bis jetzt halt dann nur eine sehr spannende Grafik. Switchback Coaster ist noch relativ neu und ist ein family-friendly, trotzdem abenteuerreicher Achterbahntyp, den wir in Dreamworld in Australien dann schon dieses Jahr gefahren sind. Und so einer soll auch in diesem Park kommen. Da bin ich sehr gespannt drauf, und das Artwork, das verspricht natürlich schon einiges. Bin ich sehr gespannt und kann, glaube ich, sehr, sehr cool werden. Jungle Rush in Dreamworld war ja auch schon super interessant, und dieses BUN Luxury Theme Park Resort, super spannend auf jeden Fall, was da wie passiert. Müssen wir uns dann auch mal angucken. Irgendwie Mexiko auch schon sehr, sehr lange Bock drauf. Weiter geht es zu SeaWorld San Antonio und Barracuda Strike, und das sehen wir hier. Hatten wir auch schon bereits in den News-Videos, wie in den Switchback Coaster auch. Ich glaube, das muss ich nicht immer erwähnen, dass wir die Sachen schon in den News-Videos hatten, hoffentlich. Vielleicht erwähne ich, wenn wir irgendwas noch nicht mit drin hatten, wenn mir da was auffällt. B&M Bollinger Mobiliard, ein Suspended Family Coaster von denen. Black Mamba ist auch von B&M eine Achterbahn, wo du unter der Schiene hängst. Das ist dann die Familienvariante. Sind wir auch in Busch Gardens Tampa dieses Jahr bereits gefahren, und die Anlage wird in San Antonio bereits aufgebaut. Auch cooler Park, den wir auch schon besucht haben. Profis Erlebnispark ist auch ein Freizeitpark, der neu aufmachen wird in Deutschland 2026. Da waren wir bereits vor Ort und haben die Baustelle schon mal gezeigt und ein Interview geführt, was die denn da so alles vorhaben. Und auch dort wird es einen Family Coaster, den Ultra Coaster von SBF Visa geben, also eine weitere neue
Achterbahn sogar für Deutschland nächstes Jahr. So ein bisschen im Schnelldurchlauf vielleicht dann noch den City Park mit dem City Turbo. Das wird irgendeine Reiseachterbahn, die dann fest in den Park kommt. Aber was, glaube ich, für viele spannend wird, ist der Cornwall Coaster im Hansa Park. Und der Hansa Park, super schöner Freizeitpark, bekommt von Gerstlauer Amusement Rides einen Family Coaster. Und das Artwork ist wirklich Wahnsinn. Werden wir jetzt demnächst erst im News-Video drüber sprechen. Den Cornwall Coaster hatten wir schon in den News-Videos, aber dieses Artwork ist jetzt relativ neu noch, den hatten wir noch nicht mit drin. Und wie man sieht, wird man auch dann relativ schnell die Station einmal passieren. Das wird, glaube ich, ziemlich cool. Da gibt es dann verschiedene Weichen und dass man verschiedene Strecken verschieden fährt, also mal vorwärts, mal rückwärts, mehrfach abgeschossen wird oder beschleunigt wird. Das in einem coolen Setting. Also der Hansa Park auch gesetzt wieder für 2026, dass man da auf jeden Fall hinfahren muss. Was die da machen, machen die halt richtig krass. Delia's Adventure ebenfalls in Mexiko, dann in dem neuen Luxusresort. Mack Rides Suspended Powered Coaster, also wie Arthur, davon gibt es weltweit erst 3 Stück. Das wird der 4. Coaster dieser Art. Hier ein Artwork, habe ich auch Bock drauf, weil das ist ein verdammt cooles Coaster-Konzept, eine verdammt coole Attraktionsart und das finde ich dann auf jeden Fall super spannend, nochmal einen weiteren zu fahren. Super spannend auch Donnerwind im Freizeitpark Plon. Habt ihr hoffentlich verfolgt, die Baudoku von uns, Teil 3 inzwischen online, wo wir zeigen und erklären, wie diese Attraktion aufgebaut wird. Nicht nur wie grundsätzlich die Attraktionen aufgebaut werden, sondern im Beispiel oder am Beispiel von Donnerwind im Freizeitpark Plon, dem Mack Rides Multi-Launch Water Coaster, was es so auch noch nicht gab. Und hier dann vielleicht nochmal eine Übersicht. Und da habt ihr dann auch schon gesehen, dass welcher Part aufgebaut wurde, da oben links quasi im Video, was wir gezeigt haben, und der Part rechts, da war noch viel Baggerarbeiten. Was mich jetzt nicht so abholt, ist Drakon im Paultons Park, ein neuer Eurofighter von Gerstlauer und ja, erinnert dann jetzt so ein bisschen auch an Tivoli Freheden. Auch das war nicht grandios und gut, sind besser als die alten Eurofighter, aber weiß ich nicht. Wird ein cooler Bereich, da wird es von Art Engineering auch noch einen Wild Swing geben und das ist die letzte Area quasi noch vom Paultons Park, die nicht so toll aussieht. Der Rest des Parks ist wirklich unglaublich schön. Haben die sehr, sehr, sehr gut hingekriegt und das gehen sie jetzt auch an und machen da komplett neue Area. Ja, das Karls-Erlebnisdorf in Oberhausen soll ja jetzt auch endlich kommen und wird auch eine Erdbeerraupenbahn haben, also ein Wacky Worm von SBF Visa und damit eine weitere neue Achterbahn in Deutschland. Fast and Furious Hollywood Drift in Universal Studios Hollywood. Was für eine coole Bahn mit einem coolen Design und man sieht sie unten auch mit 4 verschiedenen Autos, die dann gemeinsam den Zug bilden und das wird eine ziemlich spannende, interessante Achterbahn, Multi-Launch mit Spinning und Theming und allem Pipapo in den Berg reingesprengt, da laufen ja seit einiger Zeit auch die Testruns. Das ist echt ein cooles Projekt, wo auch viel von Intermin an Hirnschmalz reingeflossen ist. Und Intermin macht da, glaube ich, einen richtig guten Job gerade und ihr seht, 1250 Meter wird das Ganze lang sein, 116 km/h Spitzengeschwindigkeit erreichen. Das ist sehr, 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 sehr spannend und habe ich schon Bock drauf, dass wir uns das auf jeden Fall angucken müssen vor Ort. Das ist auf jeden Fall einer der großen Coaster, ein großes Projekt, was jetzt eröffnen wird. Fireline Redwood wird ein bisschen kleiner, von Vekoma Family Boomerang und das im Property City in Frankreich. Auch ein süßer Park und hier sieht man auf dem Artwork auch, dass die richtig Bock haben. Die investieren nicht nur echt viel Geld in eine Achterbahn an sich, sondern auch packen doch mal richtig viel Geld in das Drumherum. Und das wird immer wichtiger für viele, nicht nur für euch als Besucher, weil ihr da Bock drauf habt, sondern auch viele Parks verstehen das. Und in Europa ist es halt echt ein großes Thema inzwischen. Flying Fox in Kentucky Kingdom. Vekoma Suspended Family Coaster. Ja, cooles Ding. Geile Achterbahn-Typ, finde ich super, macht echt Spaß und Custom Layout, kein Standard-Layout, da haben wir auch schon viele von gezeigt, aber wie ihr auch seht, bist du dann bei 14 Millionen Dollar für eine Familienachterbahn, in Anführungsstrichen, die aber dadurch das ganze Areal fahren wird, das sieht man, glaube ich, auch auf diesem Bild, genau, also nicht durch das ganze Areal, aber halt, man kann überall rumlaufen und die Bahn wird jetzt nicht einfach so, wie sie ist, irgendwo hingestellt und kannst du von außen angucken, sondern du bist komplett integriert und Kentucky Kingdom wird auch
aktuell immer schöner. War jetzt nicht grandios schön, als wir da waren, war auch nicht das beste Wetter, aber man steigert sich da auch und wird auch immer mehr so Themenwelten in Anführungsstrichen da schaffen in Zukunft. So, wenn ich ein paar Sachen überspringe, unter anderem ist das dann sowas, wo wir einfach so gar keine Info zu haben. Galactic Coaster wird es zweimal geben. Einmal im Legoland Florida und einmal im Legoland California. Art Engineering Indoor Coaster, und da seht ihr das ganze Artwork zu dem Ganzen. Da bin ich auch sehr gespannt. Das wird, glaube ich, ziemlich cool, und da müssen wir uns eigentlich auch beide Anlagen dann nächstes Jahr angucken. Und ich sage mal so, Orlando kann man immer machen und Orlando macht man irgendwie auch immer, und Kalifornien ist ja eh gesetzt mit dem Hollywood Drift Coaster. Das ist, glaube ich, gar nicht unrealistisch, dass man das mal zusammenbringt, aber es gibt keine konkreten Pläne dafür. Wir haben eh noch gar keine konkreten Pläne, wo es überhaupt hingeht nächstes Jahr für uns. Das ist auch noch spannend, aber auch ein anderes Thema. Südkorea und Lotte World werden mit Giant Revolution erste Double Heart von Zamperla wohl bekommen. Das haben wir als Modell auf der Messe gezeigt gehabt, und mehr kann ich euch hier gerade auch nicht zeigen. Eine Sache, wo ich gar nichts mehr zu sagen brauche, ist, glaube ich, Gosimba im Serengeti Park von AAS Rides, der Air Loop. Weiß ich nicht. Ja, Hot Wheels Bone Shaker, sehr cool. In Arizona macht ein Mattel Freizeitpark auf und wird auch solche Achterbahnen dann haben von Chance Rides in dem Fall, und auch direkt im Anschluss mit Hot Wheels Twin Mill Racers, den nächsten Chance Coaster, den wir vor 10 Jahren auch schon auf der Messe mal gezeigt haben, also dieses Fahrzeug, und das Ganze wird dann jetzt Realität. Ja, 2021, hier steht es auch bei 2021 war das. Uiuiuiui. Nochmal ins luxuriöse Mexiko, Vekoma Family Coaster, der auch dorthin kommen soll mit dem Horus Layout, was auch gerade in Saudi-Arabien eröffnen wird heute, und im Hossoland in Polen eröffnet hat dieses Jahr, und dann gibt es noch 2 weitere Anlagen mit dem Layout. Also die kommen gerade alle auf einmal, gefahren sind wir davon noch keinen. Wir haben ja Universal schon erwähnt, riesige, gigantische Freizeitparks, aber auch das haben wir schon mal besprochen. Universal Kids Resort, unter anderem in Texas, wird es dann nächstes Jahr neu geben, und die bekommen natürlich auch eine Jurassic World und haben dann einen Youngster Coaster von Mack Rides. Sehr cooles Ding, glaube ich. Also das Artwork verspricht auf jeden Fall schon mal einiges, sieht cool aus, und ja, hier die Bahn auch noch mal in echt. Also auch krass, dass Universal dann jetzt einfach so kleine Familienparks macht, und die werden wahrscheinlich ziemlich cool, aber auch ziemlich teuer. Damit werden die wahrscheinlich ziemlich viel Geld verdienen, ich weiß es nicht. Aber das ist auch ein krasser weiterer Step, dass jetzt Universal das so expandiert, dass es dann nicht ein neues Studios irgendwo oder Resort gibt, sondern das Ganze etwas kleiner, aber davon dann auch mehrere Destinationen. Das ist wirklich auch crazy. Die Kicker-Achterbahn im niederländischen Dünrell haben wir auch schon besprochen, und zwar der Zira Tivoli, Large Tivoli Coaster musste jetzt nach 40 Jahren den Dienst einstellen, ist in wohlverdienten Ruhestand gegangen, und es wird einen neuen Frost Coaster von Zira geben mit der Kicker-Achterbahn, und das finde ich super cool. Das Ding war halt super beliebt, Zeit war vorbei, aber dann nimmt man einfach so das Nachfolgemodell. Und auch cool ist, dass dieser Frosch auf dem Motorrad einen Sinn hat, denn das Areal, wo dieser Freizeitpark heute ist, hat vor vielen, vielen Jahren angefangen als Motorradrennstrecke. Damit hat man quasi 2 Punkte aufgegriffen. Einmal die Kicker-Achterbahn, also die Frosch-Achterbahn, die man jetzt nochmal neu dort implementiert, plus das ja auf die Geschichte des Parks zurückblicken mit dem Motorradracing und das auch nochmal damit integriert. Das finde ich ziemlich cool. Freue ich mich drauf, und Dünrell haben wir auch schon lange nicht mehr besucht. Serkiniemi in Finnland bekommt Connect von Vekoma, ein Family Coaster, und das wird auch ein ziemlich cooles Ding, bin ich mir sehr sicher, was sich hier durch den Park schlängelt. Da gibt es ein paar animierte Draufsichten bereits, oder auch so wird das Ganze dann am Ende aussehen irgendwie. Habe ich Bock drauf, und ein Park, wo wir noch nicht waren, und verrückt, wie viel Achterbahn Vekoma irgendwie ausliefern will. Die haben auf jeden Fall genug zu tun. Der nächste Coaster, den ich auch schon in verschiedensten anderen Medien gesehen habe, wegen dem Thema, und zwar Naruto. Verrückt, das scheint auf zu funktionieren. Das ist einer der Gründe, warum man Lizenzen auf seine Attraktionen packt. Parc Spirou in Frankreich, auch cooler Park mit super vielen Zira-Achterbahnen und anderen Rides, aber Zamperla ist diesmal der Hersteller und Lieferant von der Achterbahn. Multi-Lounge Family Coaster würde ich das Ganze mal nennen, und das halt mit einem Naruto-Thema, und der Zug ist schon crazy. Zamperla nennt das Ganze selber aber Family Thrill Lounge.
Topgeschwindigkeit sind 75 km/h und wir haben 670 Meter Strecke, zweimal ein Reibrad-Lounge und ein Spike. Also wie man es einordnen möchte, das darf jeder natürlich auch selber entscheiden. Legoland Billund bekommt ein Minifigure Speedway. Dueling Coaster von Zierer, 2 Achterbahnen, die sich ein Rennen liefern. Haben wir im Legoland Windsor schon mal gezeigt, waren da vor Ort. Das hat echt Spaß gemacht und sieht echt cool aus. Legoland Billund, für mich auch so mit einer der schönsten Legoländer, bekommt das Ganze 2026 an der Stelle vom Viking Splash und da habe ich auch Bock drauf. So 2 Zierer-Achterbahnen auf einmal direkt, auch echt cool und ja, Legoland Billund, da habe ich auch Bock drauf und ja, schön. Das wird schön. Palindrome im Koterland in Austin, Texas. Ja, das ist ein ewiger Begleiter in diesem Videoformat. Es zieht sich schon einige Jahre. Gerstlauer Amusement Rides Infinity Coaster direkt da an und über der Rennstrecke. Sollte vor Ewigkeiten schon eröffnen und ja, ist jetzt bis jetzt noch nicht der Fall gewesen. Ich melde mich, wenn es soweit ist. Quantum Accelerator im Six Flags New Mexico sollte dieses Jahr eigentlich eröffnen. Hat sich alles verschoben, wird im nächsten Jahr eröffnen. Intermin Multi-Launch Family Coaster. Schade, aber wir hätten das Ding sonst wahrscheinlich sogar gemacht, wir hätten noch einen Schlenker mit einbauen können. Habe ich auch Bock drauf. Verrückt ist, dass einfach diese Achterbahn mit einer Länge von 794 Metern ungefähr einfach ein Giant Inverted Boomerang von Vekoma ersetzt auf der gleichen Fläche. Dass das funktioniert und passt, das ist wirklich crazy. Und ich mag die Bahnen. Also die sind einfach cool. Du hast immer, wie man auch hier sieht, verrückte Fahrzeuge, wo man Platz nimmt. Und hat ein dynamisches Layout meistens, coole Beschleunigungen, 2 Reibrad-Lounges hier und das Ganze ist familienfreundlich, aber doch intensiv und macht Spaß und damit holst du alle ab und die ganze Familie auf einmal im Rahmen dessen von den Leuten, die mitfahren dürfen. Aber coole Bahn. Reversum im Leolandia wird vom Mack Rides ein Spinning Coaster und zwar ein Sierra Sidewinder. Cooler, auch ein interessanter Park, wo wir statt in einen Dark Ride zu gehen, bei einem Meet and Greet mit irgendwelchen seltsamen Maskottchen gelandet sind. Das war ein bisschen weird, aber auch ein Park, der eine neue Achterbahn gebrauchen kann. Ist ein Standard-Layout, Standard-Coaster, aber Mack Ride Spinning Coaster machst du jetzt nicht viel mit falsch, aber auch hier ist dann, glaube ich, vorausgesetzt, dass man da schon Gestaltung reinbringen muss und das Ganze muss schon besonders und cool aussehen. Rondas Trollfest Express wird ein Sierra Force Coaster, ebenfalls bei Universal Kids in Texas. Was ein komisches Ding ist das bitte. Aber auch eine Achterbahn, mit der du nichts falsch machst. Wir kommen mal wieder mit irgendwelchen Family Boomerangs, die einfach mal so gebaut werden in Parks, von denen man noch nie was gehört hat. Der Vegan Speed Coaster. Bisher gibt es nur einen in Deutschland. Verstehe ich nicht warum, weil das echt richtig cool ist. Und es gibt keine Bremser mehr. Die sind damit eliminiert. Und da soll es dann in Altenberg in Sachsen dann endlich nächstes Jahr den zweiten geben. Und das ist auch eine Sache, da haben wir auch schon vor Ewigkeiten drüber gesprochen. Bin gespannt, wann es soweit ist und das Ganze aufmacht. Aber dann fahre ich es auf jeden Fall, habe ich Bock drauf, weil das ist echt cool. Und das bedeutet, ihr habt halt wie ein Alpine Coaster den Sitz, aber das ist ein bisschen eingehaust alles. Ihr habt keine Hebel, sondern das Ding fährt einfach wie eine richtige Achterbahn mit Schwerkraft. Was wiederum bedeutet, dass es auch Bergaufpassagen geben kann und man dadurch halt ein sehr schnelles, dynamisches Fahrerlebnis hat und das wirklich wie eine Achterbahn ist und nicht handgesteuert noch dazu. Und dementsprechend kann vor dir auch keiner bremsen. Was ja auch nicht nötig ist, weil das Ganze safe ist und man nicht rausfliegen kann. Und wenn man eine Aussichtsfahrt machen möchte, man gerne die Seilbahn nehmen kann oder spazieren geht. Bond Luxury Theme Park bekommt in Mexiko natürlich den ganzen Katalog von Vekoma. Also ist auch das Suspended Family Coaster dabei, Speed of Light. Das Artwork verspricht auch einiges. Also die legen selber die Messlatte echt weit nach oben, dass das Ganze auch dann so aussehen wird. Da bin ich wirklich gespannt. Auch wieder ein cooler Achterbahn-Typ, der Spaß macht. Und das sagt jemand, der jetzt nicht der größte Fan von enger Achterbahn ist, um das mal so einfach zu sagen. Vekoma Family Boomerang. Six Flags Mexico, Speedway Stunt Coaster. Komm hier. Bauen wir einfach den ganzen Tag. Tecuani Beast. Wo sonst natürlich in Mexiko und wer sonst natürlich Vekoma, ein Double Launch Coaster, also auch nochmal eine aufregende Thrill-Achterbahn, aber was wird das bitte für ein Zug? Das Setting erwarte ich jetzt übrigens nicht. Also da weiß ich, dass das jetzt ein Artwork ist, dass wir jetzt nicht durch einen Urwalddschungel fahren und wenn doch,
werde ich, weiß ich nicht, was machen. Das dürft ihr euch aussuchen, was ich machen muss, wenn das so aussieht. Also, da bin ich auch für fast alles bereit. Das wird auf jeden Fall sehr spannend. 6 Inversionen, LSM Launch, LSM Boost. Das ist schon beeindruckend. Aber ich weiß auch nicht, also, aber Mexiko werden wir 2026 nicht einplanen, weil das muss erstmal überhaupt fertig werden, eröffnen und fertig gestaltet sein und alles rundlaufen. Da sehe ich das dann eher ein Jahr später. Was oft bei Achterbahnen auch so ist, ey, du kannst das Jahr, wo du halt das Ding eröffnest, das hat noch dieses Puff. Aber der Gästezuwachs, der kommt halt immer im Jahr danach. Ich weiß nicht, was bei Six Flags los ist. Die machen mich wirklich fertig mit ihren Achterbahnnamen. Tormenta Ramping Gang Run wird nämlich der neue Dive Coaster von B&M in Six Flags Over Texas. Und da können wir natürlich auch einmal einen Blick drauf werfen, wie das Ganze dann aussehen wird. Also cool, kriegst immer viel Input mit, aber der Name macht mich fertig. Wir hatten das auch dieses Jahr mit dem Dive Coaster im Six Flags Great America. Was ist das bitte? Ja, und ja, der 100. nicht gestaltete Dive Coaster, der noch mal größer, länger und weiß ich nicht was ist. Ja, die haben in dem Park noch keinen. Okay, cool. Wird wahrscheinlich Spaß machen, ist aber irgendwie so inflationär und so, ja, es wirkt so, als ob man sich so keine Mühe gibt bei Six Flags. Und statt überall jedes Jahr einen Dive Coaster einfach so zu öffnen, macht doch alle 2 Jahre einen, der dann irgendwie schön und cool ist. Aber ist ja auch wieder, ich wünsche mir wieder Dinge hier, die vorne und hinten keinen Sinn machen. Ihr kennt das ja, alle 2 Achterbahnen muss ein Vekoma Family Boomerang kommen. Der nächste, Festiland in Frankreich, sehr cooler Park, sehr cooler Zug auf diesem Artwork. Und auch hier wieder Custom Layout. Die Dinge werden jetzt nicht einfach immer geklont, bam, 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 sondern Custom Layouts. Das ist auch cool, vor allem wenn du jetzt wirklich so viele eröffnest, dass die wenigstens alle auch anders sind und nicht einfach nur der gleiche Code. Das wäre der nächste Wrecky Worm, auch wenn ich damit cool bin, wenn Vekoma Family Boomerangs die nächsten Wrecky Worms wären. Also ich weiß, was bei Vekoma gemacht wurde, damit jetzt auch viele kleinere Parks sich das erlauben können, sich so eine Achterbahn hinzustellen. Und das ist echt... Das ist stark, ey. Und Vekoma ist jetzt einfach überall. Aber die Qualität ist halt auch unglaublich bei diesen Vekoma-Achterbahnen. Und auch selbst als so ein kleines Festiland bekommst du halt die absolute Top-Qualität mit einer Wahnsinns-Achterbahn, die unglaublich gut fährt. Also ob du jetzt Festiland bist oder Disney, ist egal. Du bekommst die gleiche Qualität. Du bekommst einfach nur eine anders große Achterbahn. Und eine Achterbahn, die wir sehr oft hier auf dem Kanal schon gesehen und gezeigt haben, auch Backstage und alles, die Wilde Hilde aus dem Schwabenpark zieht ins Freizeitland. Geiselwind ist damit da auch eine neue Achterbahn. Das sieht auf jeden Fall auch verrückt aus, wie die Bahn jetzt hier in Einzelteilen in Geiselwind liegt. Wie ihr seht, jetzt wird schon nicht mehr so konkret und ganze Parks, die mehr oder weniger aus dem Boden gestampft werden, wie ein komplett neues Legoland zum Beispiel, damit ich da auch wirklich die niemals alle komplett aufgezählt bekomme aus dem Kopf. Was aber vielleicht interessant sein könnte, wäre Oskarshausen. Kleiner Park in Sachsen, den wir noch nicht besucht haben, weil der eigentlich dieses Jahr den Wiegand Alpine Coaster öffnen sollte, der jetzt nächstes Jahr eröffnet wird. Und als das dann schon angekündigt war, vorletztes Jahr, war es so, okay, das warten wir noch ab und ihr kennt das Spiel ja, aber soll jetzt kommen. Auch der Alpine Coaster im Alpencenter Bottrop soll wieder eröffnen oder soll überhaupt eröffnen. Das ist ja auch ein Projekt, was schon sehr, sehr viele Jahre her ist. Ich weiß gar nicht, ob ihr überhaupt noch wisst, dass Bottrop mal einen Alpine Coaster hatte. Und so wie ich das verstanden habe, ist das inzwischen auch so, dass man jetzt nicht mehr, wie es ursprünglich geplant war, den Alpine Coaster ja, renoviert und umbaut. Da sollte auch das Layout angepasst werden, sondern es wird einfach einen komplett neuen geben. So wie ich das letztens irgendwie mal irgendwo verstanden habe, aber das gucken wir uns dann auch mal in Ruhe an. Vielleicht auch interessant, der Steel Pier, den wir besucht haben bei der NYC Grid Tour, die ich eben schon erwähnt habe, bekommt ein Premier Ride Sky Rocket 2. Also eine Standard-Achterbahn, die kennt ihr als Sky Scream aus dem Plopsaland Deutschland. Ja, das wird das. Tier- und Freizeitpark Thüle, Art Engineering Achterbahn haben wir auch schon auf dem Messevideo drüber. Wir hatten sogar die erste Ankündigung bei uns auf dem Kanal. Sieht man übrigens dann auch hier, wenn man hier drauf geht. Da ist sie nämlich, beide Videos. Ja, 2023 angekündigt und 2026 soll es dann jetzt was werden mit der neuen Achterbahn. Noch eine neue Achterbahn in Deutschland, voll Bock drauf. Art Engineering Achterbahn, voll cool. Thüle, voll cool. Beides zusammen, mega cool. Plopsaland Deutschland gerade auch schon erwähnt, 100% Wolf.
Ist jetzt hier als unbekannt. Ich dachte, die Achterbahn wird 100% Wolf heißen. Vielleicht habe ich da auch irgendwas wieder falsch verstanden. Auch dieses Jahr geplant gewesen zu eröffnen, war dann geplant für Herbst und dann hat man sich dazu entschieden, wir schieben das einfach und machen eine coole, große Eröffnung dann 2026, wenn wir auch alles fertig gestaltet haben. Und da waren wir ja auch bereits vor Ort und die Schienenfarbe sehr cool. Gerstlauer Amusement Rides, Family Coaster. Ich glaube, das wird sehr nice. Das Artwork ist sehr cool. Schöne Schienenfarbe, schöner Achterbahntyp. Steht da cool am See. Habe ich auch ganz oft dieses Jahr, glaube ich, gesagt, dass ein See, ein Freizeitpark per se erstmal besser macht. Aber auch witzig mit dem alten Parknamen noch bei dem Artwork hier. Also, wenn du eine Achterbahn ankündigst und dein Parkname sich schon geändert hat, bis du die eröffnest, ist auch wild. Aber da gibt es ja noch ein anderes Achterbahnprojekt in Hasloch, was, glaube ich, noch ein bisschen länger braucht, bis wir darüber sprechen und schon viel eher angekündigt war, als das, was jetzt aufmachen wird. Auch ein mega Freizeitpark Mandoria in Polen werden wir auf jeden Fall nochmal hinfahren müssen, weil es da so vieles Neues inzwischen gibt von unserem letzten Besuch an bis heute. Und 2026 wird es von Gerstlauer Amusement Rides einen Bobsled Coaster noch neu geben. Und aus dem Indoor-Bereich geht es jetzt raus nach draußen, was logisch ist. Und es wird draußen dann halt diese neue Achterbahn geben. Ich meine mit dem Tiki Waka Layout aus dem Walibi Belgien, was wir auch vor kurzem erst hier auf dem Kanal nochmal gezeigt haben. Auch cool, habe ich richtig Bock drauf. Schöner Park. Liebe Leute, also alle da, super viele von denen dieses Jahr getroffen oder sogar zusammen in einem Park unterwegs gewesen und das war nichts anderes als Universal Studios. Auch darüber haben wir schon gesprochen, vor allem nicht nur auf der Messe dieses Fahrzeug schon gezeigt, sondern auch, dass noch ein Name gesucht wird für die neue Achterbahn im Karls-Erlebnisdorf Döbeln und sehr coole Erdbeerschale, in der man sitzen wird und natürlich ist es ein Vekoma Family Boomerang, der ins Karls-Erlebnisdorf Döbeln kommt. Sehr geil. Also wirklich, das ist auch ein cooles Dorf geworden und eine coole Achterbahn. Dann auch wieder neu für Deutschland. Das ist Wahnsinn. Alton Towers in England, ein neuer Cira Force Coaster, der jetzt hier steht und gerade auch schon aufgebaut wird. Das Ganze mit Custom Layout, also auch wieder ein Streckenverlauf, den es so noch nicht gab. Und wenn man Deggendorf schon Achterbahn zusammenbaut für England, dann macht man direkt noch einen für Chessington World of Adventures mit. Und auch dort wird es einen Cira Force Coaster geben mit Paw Patrol Thema. Ich glaube, das holt einige ab und da bin ich auch gespannt, wie das Ganze aussehen wird. Das Artwork verspricht natürlich ein bisschen mehr, glaube ich, als kommen wird. Aber der Zug ist schon sehr spannend und interessant und ja, Cira Force Coaster haben wir auch in diesem Video jetzt schon oft drüber gesprochen. Das ist ziemlich cool. Sneakt so ein bisschen hinter den Family Boomerangs von Vekoma her. So, aber so, weißt du, so ein Windschatten, so unauffällig, so, ja, wir machen einfach überall, ja, machen auch noch Achterbahn. Wenn wir schon bei coolen Leuten, coolen Achterbahnen und überhaupt sind, der Holland Park bei Berlin bekommt von Art Engineering ja auch eine neue Achterbahn, auch ein Launch Coaster und das Ganze hat noch keinen Namen, aber wir haben schon mal euch ein Bild gezeigt vom Zug, wo man halt in so einem großen Holzklumpen sitzen wird mit ein paar Holztulpen hinten dran, die man im Holland Park auch erwerben kann. Und das Fridolins verrückter Zauber-Express-Layout aus dem Phantasianer Erlebnispark Straßwaldchen ist die Vorlage für diese Bahn. Es wird also ein geklontes Layout. Dann in Deutschland noch eine neue Achterbahn. Alter, wie viele neue Achterbahnen machen 26 eigentlich in Deutschland auf? Und die meisten davon sind auch schon im Bau und werden dann, glaube ich, auch kommen. Ja, Valigator Südwest und Valigator Grand Est machen neue Achterbahnen auf. Das sind aber Bestandsanlagen, die aus dem Oakwood Theme Park rüberkommen. Die gehören zur gleichen Gruppe. Und der Park in Wales wurde ja für immer geschlossen. Und jetzt nimmt man Attraktionen, die noch was taugen, daraus und packt die in die beiden Parks aus der Gruppe. CJ Barry Morse Family Entertainment Center. Das haben wir besucht. Das ist in der Nähe von Detroit in Michigan, USA. Und der Cyclone, mit dem Loop, den wir gefahren sind, den haben sie jetzt verkauft nach Florida und bekommen jetzt einen SBF Visa Cyclone Coaster neu dafür scheinbar. Ja, und ansonsten viel China dabei und jetzt klickt man einfach mal random irgendwo rein, hast einen Intamin LSM Coaster. Also da sind auch viele spannende Sachen, die sich hier noch verstecken, die jetzt nicht näher benannt sind, es keine Bilder gibt, es nicht viel mehr Informationen gibt, aber wir vielleicht im Laufe des Jahres darüber sprechen werden. Es gibt Projekte, die hier nicht mit drin sind, die kommen werden und vielleicht gibt es auch Projekte von denen, die wieder geschoben werden und so weiter und so fort. Aber das jetzt mal als kleiner Ausblick, was auf uns zukommen wird 2026 und was ihr eventuell erwarten könnt.
was sicher ist, was auf jeden Fall kommt, ist, dass jeden Tag um 18 Uhr ein neues Video online geht hier auf dem Radio YouTube-Kanal. Es wäre mega, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Das kostet euch nichts, bringt uns aber wirklich ungemein weiter. Und auch in letzter Zeit ist das wirklich noch mal ein bisschen so runtergegangen, finde ich ein bisschen schade. Und ihr sagt einfach jedem, den ihr kennt, dass der den Kanal abonnieren muss. Und der macht das dann auch und dann passt das ja alles wieder. Ansonsten, ja, war es das jetzt mit dem verdammt wilden 2025. Es war jetzt nicht so ein geiles Jahr. Also wir haben wirklich unglaublich geile Sachen gemacht, aber es war auch genauso unglaublich mistig einfach dieses Jahr. Und ja, der Vibe war nicht so geil. Aber das soll nicht das Thema für 2026 sein. Da starten wir dann jetzt gleich rein. Ist nicht mehr weit. Ich freue mich aufs Fondue, der Rest ist mir egal. Und ansonsten euch einen guten Rutsch, wenn ihr das Video jetzt noch direkt gesehen habt. Ich weiß gar nicht, wie lange das gegangen ist, ob es jetzt knapp wird mit euren Partys oder sonst was. Und wenn nicht, dann frohes neues Jahr, nachträglich, nachdem das Video jetzt gleich vorbei ist. Ihr kennt das Spiel. Und an Neujahr sehen wir uns dann zum monatlichen Daily Vlog. Der ist, glaube ich, auch sehr lang geworden. Und dann geht es ganz normal weiter, wie ihr das hier kennt. Jeden Tag 18 Uhr irgendwas Verrücktes, anderes, Interessantes. Man weiß es nicht. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit und das Zuschauen und Supporten des Kanals. Ich bin raus.